Heute schauen wir uns mal einen etwas fragwürdigen Beitrag mit Fragen zum Thema Polen an. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Diesen Aufruf habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber nimm dir doch bitte ein paar Sekunden Zeit, like das Video, abonniere den Kanal und vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Das ist für dich wirklich kostenlos und würde mich und meine Arbeit total unterstützen. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Wer mir schon öfters zugeschaut hat, weiß, dass ich eigentlich immer aus Polen berichte und ja, der Sinn und Zweck oder auch Ziel des Kanals ist es, Leuten mein Leben als Auswanderer hier in Polen zu zeigen, aber auch zugleich den Leuten das Land Polen etwas näher zu bringen, die vielleicht, ich sage jetzt einfach mal ganz vorsichtig, das Land Polen nicht kennen. Und ich sehe das dann auch zugleich als meine Aufgabe, in den einen oder anderen Bereich vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn ich halt sehe, dass es Berichte gibt, die nicht vielleicht ganz der Wahrheit entsprechen. Und ja, so einen Bericht werden wir uns auch gleich anschauen, den ich mir angeschaut habe, und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, da stehen einige Sachen drin, die ja, vielleicht ein bisschen kurios rüberkommen, vielleicht auch nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Ich möchte aber hier auch nochmal von vornherein sagen, ich bin der Meinung, dass hinter diesem Bericht einfach eine normale Person dahinter steht, die vielleicht, ich sage jetzt mal, unwissend ist und einfach irgendwelche Sachen selber irgendwo aus dem Internet rausgesucht hat und das dann in Text verformt hat und ja, ins Internet online gestellt hat. Deswegen auch an dieser Stelle an die Leute, die das zuschauen und eventuell kommentieren, seid bitte vielleicht nicht ganz so hart mit den Kommentaren. Lasst uns vielleicht ein bisschen versuchen, das Ganze aufzuklären, damit auch Leute, die dieses Video hier sehen oder auch den Bericht mit diesem Video zusammen sehen, dann auch aufgeklärt werden und dann vielleicht auch etwas gerade gestellt wird. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal gemeinsam jetzt den Bericht an. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen können. Und ja, wir sind jetzt hier auf der Internetseite vermietdichreich.de. Im Prinzip vermute ich mal, hat die Seite nicht wirklich irgendetwas mit Polen zu tun, aber hier gibt es einige Berichte einfach. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach mal alles Schritt für Schritt durch und dann könnt ihr auch selber urteilen, welche Erfahrungen ihr mit diesen ganzen Themen gemacht habt, die hier aufgeklärt werden oder erzählt werden. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall über Diskussionen unter dem Video sehr freuen, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Wir sehen auch, das ist hier ein relativ, sage ich jetzt mal, frischer Bericht. Also der ist Ende des Jahres 2022 veröffentlicht worden von der Saskia. Ja, und wir fangen einfach mal an. Also hier haben wir schon, was sollte man nicht in Polen tun. Es gibt keine spezifischen Dinge, die man in Polen nicht tun sollte, aber es gibt allgemeine Dinge, die man nicht tun sollte, wie zum Beispiel streiten oder handgreiflich werden, alkoholische Getränke in der Öffentlichkeit trinken, öffentliches Urinieren oder anderweitig die Toilette benutzen, mit lauter Musik spielen oder andere stören, Müll auf die Straße werfen. Natürlich gibt es viele andere Dinge, die man nicht tun sollte, aber diese sind diejenigen, die am häufigsten vorkommen. Jemand zum Beispiel, der sich über Polen erkundigen möchte und dann auf so einen Bericht hier stößt und dann sieht er hier Aussagen wie, ja, in Polen sollte man nicht streiten, handgreiflich werden, Alkohol trinken, nicht öffentlich urinieren, dann könnte man den Eindruck kriegen von jemandem, der das Land Polen nicht kennt, hör mal, was geht denn in dem Land vor? Also, dass man jetzt schon extra aufmerksam darüber gemacht wird, dass man solche Sachen nicht tun sollte. Aber wir gehen das einfach mal Schritt für Schritt hier auch nochmal alles durch. Also streiten und handgreiflich werden. Hier muss man ganz klar sagen, Streit kommt in jeder guten Familie vor, in jeder besten Familie kann man sich auch mal streiten. Und leider gibt es auch Handgreiflichkeiten. Ich persönlich würde sagen, das ist aber jetzt nicht irgendwie nationabhängig. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass man jetzt hier in Polen Handgreiflichkeit zum Alltag gehört, genauso wie Streiten auch nicht irgendwie
Alkoholische Getränke in der Öffentlichkeit trinken? Ja, da stimme ich zu. Alkoholische Getränke in Polen, in der Öffentlichkeit alkoholische Getränke trinken ist in Polen verboten, darf man nicht auf der Straße. Ich würde jetzt sogar sagen, dass in Deutschland auf der öffentlichen Straße wesentlich mehr Alkohol konsumiert wird wie hier in Polen. Aber mit dieser Aussage könnte ich mich hier auf jeden Fall anfreunden. Alkoholische Getränke trinken, ja, stimmt, ist in Polen verboten. Öffentlich urinieren oder anderweitig die Toilette benutzen. Ich denke auch, das ist eine Sache, die ist selbstverständlich, dass man nicht irgendwo urinieren sollte in der Öffentlichkeit. Es ist auch nicht der ganz normale Alltag, dass irgendwo hier Leute an der Straße stehen und irgendwie hier rumpinkeln oder sonst irgendetwas machen. Also das entspricht auch nicht irgendwie der Wahrheit, dass das jetzt hier extra nochmal irgendwie unterstrichen werden muss, dass man das besonders in Polen nicht machen darf. Mit lauter Musik spielen oder andere stören, verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht. Also kann ich jetzt auch irgendwie nichts dazu sagen. Müll auf die Straße werfen. Das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht machen sollte. Darf man nicht, sollte man nicht, auf gar keinen Fall, hundertprozentig nicht. Wenn ich jetzt mal ein bisschen tiefer auf das Thema eingehe, Müll, ich finde die Mülltrennung und Umweltschutz ist in Deutschland wesentlich größer, ist meine persönliche Meinung. Ich muss auch sagen, dass ich hier schon mal das ein oder andere Mal in Polen so diese typischen Müllbauschutt-Abfälle im Wald gesehen habe. Man muss aber auch sagen, dass das jetzt nicht irgendwie der Alltag ist, dass die Leute gehen und ihren Müll hier auf der Straße irgendwie rumschmeißen. Was ich auch zugeben muss, was man hier weniger auf den Straßen findet, zumindest in Deutschland, Entschuldigung, was man in Deutschland weniger auf den Straßen findet, das sind einfach diese ganzen Bierdosen und Plastikflaschen. Aus dem Grund, in Deutschland ist Pfand darauf, das wird dann abgegeben. Da muss man schon sagen, das findet man hier schon ab und an auf der Straße, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie meiner Meinung nach speziell unterstrichen werden muss. So, darauf besonders achten, weil das in Polen irgendwie Alltag ist oder sonst irgendetwas. Schauen wir mal weiter. Ja, ganz nett von der Person, die hat hier ein Video von mir verlinkt, 8 Fakten zu Polen, die mit Sicherheit nicht jeder kennt. Ist sogar eins meiner ersten Videos gewesen, könnt ihr euch mal bei Gelegenheit anschauen. Inhaltlich würde ich sagen gut, von der Rest ist nicht sehr gut, von der Qualität des Videos her, wie gesagt, ist eins meiner ersten Videos. Gehen wir mal weiter. Was lohnt es sich in Polen zu kaufen? In Polen gibt es eine große Auswahl an Produkten für Touristen. Gibt es eine Auswahl an Produkte, die für Touristen interessant sein können. Dazu gehören Kunstwerke, Souvenirs, Lebensmittel und alkoholische Getränke. Die Preise für diese Produkte sind in der Regel niedriger als in anderen Ländern, sodass es sich lohnt, in Polen einzukaufen. Ob es sich jetzt lohnt, in Polen Kunstwerke, Souvenirs zu kaufen, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Kunstsammler, der jetzt sagen kann, ja, in Polen ist Kunst wesentlich günstiger. Souvenirs, keine Ahnung. Also ich kenne nur die Souvenirs an den Touristenstellen, so diese typischen Souvenirbuden, wo man halt Magnete kaufen kann und so. Ja, Lebensmittel, ja, das kann man hier auf jeden Fall günstiger kaufen, keine Frage. Zumindest teilweise Importprodukte sind teilweise genauso teuer wie in Deutschland, wenn nicht sogar teilweise teurer. Einheimische Produkte, polnischer Wodka zum Beispiel, ist das schon günstiger wie in Deutschland. Also hier kann ich die Aussage teilweise bestätigen. Ja, einkaufen kann man auf jeden Fall in Polen. Dann haben wir auch, also da muss ich auch sagen, einige Fragen, die sind wirklich sehr merkwürdig, sage ich jetzt mal. Und was lieben polnische Männer an Frauen? Und dann gibt es viele verschiedene Dinge, die polnische Männer an Frauen lieben. Zum Beispiel schätzen sie es, wenn eine Frau hübsch und gepflegt ist. Sie mögen es auch, wenn eine Frau klug und selbstbewusst ist. Wenn man sowas unter dem Thema Polen steckt, dann könnte man irgendwie den Eindruck erwecken, okay, die polnischen Männer, die stehen auf hübsche und gepflegte Frauen. Sowas gibt es hier nicht oft und ja, deswegen achten die ganz besonders darauf. Mal von der anderen Seite her würde ich sagen, hübsch liegt immer im Auge des Betrachters. Ich denke, da sind die Geschmäcker verschieden. Da würde ich jetzt nicht sagen, es gibt einen Typ nur von hübsch. Also hier auch nochmal, das ist jetzt nicht irgendwie, worauf
typisch polnische Männer darauf schauen. Ich denke, das ist auch so eine allgemeine Sache. Also da muss ich hier auch einmal einen ganz dicken Strich durchstreichen. Das hat wirklich nichts mit Polen zu tun, meiner Meinung nach zumindest. Was muss man unbedingt aus Polen mitbringen? Es gibt einige Dinge, die man unbedingt aus Polen mitbringen sollte. Zu dem wichtigsten gehören Wodka, Pierogi und ein Kopftuch. Also bei der Sache war ich auch ein bisschen verwirrt. Okay, Wodka, in Polen wird Wodka produziert, das kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, okay, so einen polnischen Wodka, das ist auf jeden Fall gut. Nochmal so ein kleiner Tipp nebenbei. Ihr kennt mit Sicherheit den Wodka mit dem Grashalm drin. In Deutschland wird er Grasówka genannt. In Polen ist das der Żubrówka. Das ist beides der gleiche Wodka, hat eigentlich nur zwei verschiedene Namen. Der eine ist für den deutschen Markt hergestellt, der andere ist für den polnischen Markt hergestellt, ist aber im Prinzip der gleiche Hersteller. Also hier nochmal nebenbei erwähnt, wenn es jetzt um Wodka geht. Pierogi, okay, kann man vielleicht aus Polen nach Deutschland mitbringen, aber ich denke, wenn man von Polen nach Deutschland fährt, werden die Pierogi nicht mehr lecker sein in Deutschland. Da sollte man sich das vielleicht zweimal überlegen. Und ein Kopftuch. Ich weiß wirklich nicht, wie man darauf kommt, dass man ein Kopftuch von Polen nach Deutschland für jemanden mitbringen sollte. Wirklich nicht. Ich habe null Ahnung. Ihr würdet vielleicht auch ein bisschen schief gucken, wenn euch jemand sagt, ey, ich habe dir was aus Polen mitgebracht, ein Kopftuch. Ich weiß nicht. Aber schauen wir mal weiter. Was gibt es nur in Polen? In Polen gibt es eine Reihe von Dingen, die man nirgendwo sonst finden kann. Dazu gehören einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Europa, wie die Wawelburg in Krakau, das Schloss Malbork und das historische Zentrum von Warschau. Ich denke, das soll Warschau heißen. Außerdem gibt es in Polen eine Reihe von einzigartigen Festivals und Veranstaltungen, darunter das Johannisfest in Krakau, das Danziger Herbstfest und das Chopin Festival in Warschau. Okay, also im Prinzip kann ich das bestätigen. Ist klar, dass es in Polen einzigartige Sachen gibt, die es nur in Polen gibt. Das ist genauso wie in Berlin das Brandenburger Tor. Das gibt es nur in Deutschland und nirgendwo sonst. Also ich sage jetzt mal, ja okay, das würde ich jetzt einfach mal so unterstreichen, wenn man jetzt sagen würde, das gibt es nur in Polen. Und hier kommen wir dann vielleicht ja auch schon mal zu ein paar kritischen Aussagen oder auch Fragen. Wird in Swinemünde Deutsch gesprochen? Swinemünde liegt direkt an der Grenze zu Deutschland, gehört aber noch zu Polen, ist ein sehr, sehr, sehr beliebtes Urlaubsort für Deutsche. Deutsche lieben wirklich Swinemünde und das muss man wirklich sagen, war ich auch übrigens dieses Jahr. Video packe ich euch auch mal in der Videobeschreibung rein, könnt ihr euch mal bei Gelegenheit anschauen. Swinemünde ist eine Stadt in Polen. Es ist an der Ostsee gelegen und hat etwa 40.000 Einwohner. Die Einwohner von Swinemünde sind überwiegend Polen, aber es gibt auch eine deutsche Minderheit, die vor allem in der Altstadt lebt. Aufgrund der Geschichte der Stadt wird in Swinemünde neben Polnisch auch Deutsch gesprochen. Und hier muss ich einmal einen ganz dicken Strich durchziehen und sagen, teilweise richtig, also Swinemünde hat wirklich ungefähr um die 40.000 Einwohner. Meines Wissens nach gibt es keine deutsche Minderheit in Swinemünde und die Sprache in Swinemünde ist auch nicht neben Polnisch Deutsch, auf gar keinen Fall. Swinemünde ist Polen und da ist die Amtssprache überall Polnisch zu 100%. Wo man sich vielleicht mit Deutsch verständigen kann, da Swinemünde auch an der Grenze liegt und auch ein Touristengebiet ist, wo sehr, sehr, sehr viele Deutsche fahren, ist halt in den Touristenorten. Da kann man sich auch mit Sicherheit gut mit Deutsch verständigen oder sich auch in Deutsch unterhalten. Es ist aber nicht so, dass in Swinemünde auch Deutsch gesprochen wird. Was sagt man über Polen im Bett? In Polen sagt man im Bett kocham cię, was übersetzt ich liebe dich heißt. Vielleicht, also ich sage in der Regel gute Nacht oder dobranoc. Zu meiner Frau man kann auch kocham cię sagen.
Was das jetzt irgendwie damit zu tun hat, was man in Polen im Bett sagt. Ich weiß nicht, ich verstehe hier irgendwie auch nicht ganz den Zusammenhang. Das wird ja so dargestellt, als ob das irgendwie so Standard ist. Man geht, wenn man in Polen ist und man übernachtet dort, man sagt immer, kocham cię. Naja, ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Wer ist die schönste Frau in Polen? Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack, was die Schönheit einer Frau betrifft. Das habe ich auch schon gerade oben erwähnt. Schönheit und Hübschsein liegt immer im Auge des Betrachters. In Polen gibt es viele attraktive Frauen, sodass es schwer ist, eine einzige Person als die schönste Frau des Landes zu bezeichnen. Ja, okay, mit dieser Aussage kann ich mich da anfreunden. Ja, also wie gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Mit einem Fragezeichen kann ich die Aussage hier akzeptieren. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz, was das jetzt hier mit Polen zu tun hat, irgendwie die Frage. Aber okay, lassen wir einfach mal so stehen. Kann man als Deutscher gut in Polen leben? Ja. Man kann als Deutscher gut in Polen leben, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit und es gibt viele deutsche Einwanderer in Polen, sodass man sich nicht alleine fühlen muss. Die Landschaft ist schön und abwechslungsreich und es gibt viele interessante Orte zu besuchen. Die Kultur ist auch sehr interessant und man kann viel über die Geschichte und die Tradition der Polen lernen. Von meiner Seite her kann ich sagen, ja, man kann als Deutscher gut in Polen leben. Die Polen, die sind auch wirklich sehr hilfsbereit. Es gibt viele Einwanderer in Polen, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe das heute noch mal kontrolliert. Ich habe auch übrigens schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht. Packe ich euch auch später in der Videobeschreibung rein. Da könnt ihr sehen, wie viele Deutsche in welcher Województwa leben. Derzeit sind ungefähr 17.000 Einwanderer, also deutsche Einwanderer, leben hier in Polen. Von ungefähr eine halbe Million Ausländer komplett, die hier in Polen leben, sind das gerade mal 0,02%. Also ich persönlich würde sagen, es gibt nicht viele deutsche Auswanderer in Polen, in einigen Gebieten schon. Also wenn man das jetzt mit dem Rest der deutschen Auswanderer betrachtet, ja, aber im Allgemeinen haben wir hier in Polen um die 17.000 deutsche Einwanderer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das viel ist. Hier, dass die Kultur interessant ist und man hier viel über die Geschichte und Tradition lernen kann, stimme ich wirklich 100% zu. Hier auch sehr interessant. Wie sollte man sich in Polen verhalten? In Polen sollte man sich eher zurückhaltend verhalten und nicht zu aufdringlich sein. Man sollte auch nicht unbedingt laut sein oder herumalbern. Außerdem ist es wichtig, die Menschen nicht zu berühren, da sie das als sehr unangenehm empfinden können. Ich bin bei dieser Frage auch vielleicht ein wenig sprachlos. Man sollte eher zurückhaltend und nicht aufdringlich sein. Ich verstehe nicht, wie das gemeint ist. Also ich bin der Meinung, also der Pole selber ist eigentlich ein sehr offener Mensch. Wenn ich jetzt an zurückhaltendes Verhalten denke, kann ich mir nur vorstellen, dass hier vielleicht mehr die ältere Generation gemeint ist. Die sind sehr konservativ eingestellt, die sind vielleicht nicht ganz so offen, wie sage ich jetzt mal, die weniger konservativ sind. Es ist aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass die irgendwie sehr zurückhaltend oder sonst irgendetwas sind. Also das sind auch ganz offene Menschen, die sind auch verdammt hilfsbereit. Und auch wenn man jetzt als Ausländer hingeht und Hilfe braucht, das sind wirklich die Letzten, die jetzt irgendwie Nein sagen würden. Klar, aufdringlich sollte man nirgendwo sein. Das hat jetzt nichts mit der polnischen Kultur oder mit dem polnischen Verhalten zu tun. Man soll nicht herumalbern. Ich weiß nicht, warum nicht. Klar, beim ersten Treffen sollte man vielleicht jetzt nicht die größten Faxen machen oder irgendwie herumalbern, aber also ich sehe da jetzt nichts, was dagegen spricht. Dass man die Menschen nicht berühren sollte, ich weiß jetzt auch nicht, wie das gemeint ist. Also zudem, man kann in Polen ganz normal den Leuten die Hand geben. Und was mich hier sehr aufgefallen ist, was ich in Deutschland gar nicht so erlebt habe, dass man sich da wirklich annimmt und sich dann ein Küsschen links und rechts gibt. Das kenne ich nicht so aus Deutschland. Also da die Aussage muss ich auf jeden Fall widerlegen. Das entspricht nicht der Wahrheit. Und ja, genau. Und dass sie das als unangenehm empfinden, weiß ich nicht.
Also die Aussage kann ich hier wirklich nicht bestätigen. Schauen wir uns mal die zweite Seite an, weil hier sind noch einige Sachen zu diesem ganzen Thema. Und zwar weitere Fragen. Wo leben reiche Polen? In Polen gibt es keine einzige Stadt, in der sich die Reichen niedergelassen haben. Stattdessen leben sie in vielen verschiedenen Städten im ganzen Land. Die meisten von ihnen wohnen in Warschau, aber es gibt auch einige in anderen Städten wie Krakau, Wrocław oder Poznań. Ja, die Aussage würde ich jetzt mit einem dicken Strich vielleicht bestätigen. Es ist ja in der Tat so, dass es hier nicht irgendwie eine Stadt nur für reiche Polen gibt. Sowas gibt es hier nicht. Oder überhaupt für reiche Menschen, aber sowas gibt es auch, glaube ich, nicht in Deutschland. Die Menschen mit viel Geld, die wohnen in der Regel da, wo auch das meiste Geld verdient wird. Und das wird ja auch aufgezählt. Warschau, Krakau, Breslau, Posen. Sehr oft, was ich auch schon gesehen habe, nehmen die meistens die Vorstädte davon. Also vor den Großstädten kaufen die sich meistens Häuser. Da sind dann noch zum Beispiel die ganzen Schauspieler oder die Prominenten, die sich dann da ihre Villen kaufen. Das wird so wie in Berlin sein. Gibt es da ein Viertel, wo die Prominenten wohnen und so weiter und so fort. Also so in diesem Sinne würde ich sagen, es stimmt teilweise, aber naja, genau. Dann schauen wir mal weiter. Wer ist größer, Polen oder Deutschland? Deutschland ist größer als Polen. Deutschland hat eine Fläche von 357 und 21 Quadratkilometer, während Polen eine Fläche von 312.685.000 Quadratkilometer hat. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Deutschland ist ein Ticken größer. Was ist typisch polnisch? Polnisch ist eine slawische Sprache, die von etwa 38 Millionen Menschen in Polen gesprochen wird. Polnisch ist eine Amtssprache in Polen und in der Europäischen Union. Ja, kann ich bestätigen. Polnisch ist eine slawische Sprache. In Polen leben ungefähr 38 Millionen Menschen. Hier gibt es eigentlich nichts zu widerrufen. Was lieben polnische Männer an Frauen? Das hatten wir schon. Das ist mir hier auch aufgefallen. Hier sind sehr viele Sachen doppelt und dreifach gestellt worden, sehr viele Fragen. Dann hier nochmal, was sollte man nicht in Polen tun? Das hatten wir auch schon. Hier auch. Also hier ist auch eine Sache, da muss man ganz vorsichtig sein. Wie nennt man Deutsche in Polen? Und jetzt Achtung, zuhören. Und wenn das ein Pole liest, der kann hier auch wieder das alles ein bisschen missverständlich aufnehmen. Polen ist ein Land, das an Deutschland grenzt. Daher sind die Menschen, die in Polen leben, Deutsche. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, was ich schon gerade erwähnt habe. Ich weiß, wie das hier gemeint ist. Hier ist damit gemeint, dass die deutschen Einwanderer, die in Polen leben, die werden hier auch Deutsche genannt. Ja, man kann das aber auch falsch verstehen, dass die Polen, also das polnische Volk hier, Deutsche sind, und damit würde man sich sehr viele Feinde mitmachen, wenn man sowas hier erwähnt. Aber auch noch eine ganz interessante Sache: Hier in Polen nennt man die Deutschen Niemcy. Das hat einfach was damit zu tun. Niemcy ist Niemcy ist eine Ableitung von dem Wort Nieme. Nieme ist das slawische Wort für, oder auch das polnische Wort für stumm oder ungehört. Irgendwie sowas in der Art. Und damals halt, da sich halt die Slawen mit den Germanen nicht so unterhalten konnten, hat man die einfach Niemcy genannt. Ich meine, das ist so der historische Hintergrund, warum man die Deutschen Niemcy nennt. Und zum Beispiel in anderen Regionen sind das ja Germanen, sagt man ja zu den deutschen Germanen, so wäre auf Englisch German. Aber halt im slawischen Raum nennt man die Deutschen Niemcy. So, das hatten wir hier schon. Gehen wir weiter. Wie nennt man Deutsche in Polen? Das hatten wir auch schon. Nächstes. Kann man als Rentner in Polen leben? Grundsätzlich ja, aber es kommt darauf an, wie viel Rente man bezieht. Polen ist kein sehr teures Land, aber die Preise für Lebensmittel und Wohnungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Daher ist es wichtig, genug Rente zu beziehen, um sich ein angenehmes Leben in Polen leisten zu können. Ja, grundsätzlich richtig, aber hier muss man auch sagen, man kann das hier auch falsch verstehen. Es kommt darauf an, wie viel Rente man bezieht. Also im Prinzip kann man mit 0 Rente nach Polen kommen, mit 1.000 Euro Rente oder mit 10.000. Also hier gibt es keine gesetzliche Regelung. Klar ist, dass man mit einer deutschen Rente in Polen wesentlich
besser leben kann wie in Deutschland. Ist meine persönliche Meinung. Das habe ich so herausgefunden. Ich kenne hier auch einige Rentner. Ich packe euch auch mal in der Videobeschreibung ein Video mit dem Tassilo rein. Der ist auch Rentner, der lebt hier in Polen. Könnt ihr euch dann bei Gelegenheit auch mal anschauen. Hat mal Polen zu Russland gehört? Polen war von 1795 bis 1918 Teil des Russischen Reiches. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist Polen eine unabhängige Nation. Ja, ist teilweise richtig. Polen hat zum Russischen Reich gehört und war auch unabhängig von 1918. Ich bin jetzt nicht ganz historisch irgendwie ein Ass, aber vom Zweiten Weltkrieg an, also klar, danach ist ja der Zweite Weltkrieg passiert, die Geschichten kennen wir. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, ich würde jetzt nicht sagen, dass Polen da ganz unabhängig war, die komplette Unabhängigkeit war 1990. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Polen, ich sage das jetzt mal ganz böse, in kommunistischer Hand von der Sowjetunion. Und da war das, denke ich, alles andere als unabhängig. Ich weiß nicht, wie das auf politischer Ebene aussah, ob man das dann unabhängig nennen kann. Ja, aber naja, lassen wir das auch mal im Fragezeichen. Also ich würde diese Aussage jetzt nicht bestätigen. Komplett unabhängig ab 1990. Ist Polen eine parlamentarische Republik? Polen ist eine parlamentarische Republik. Das bedeutet, dass das Parlament die höchste Macht im Staat hat. Das Parlament wird von den Menschen gewählt und besteht aus zwei Kammern, den Senat und den Sejm. Die Regierung wird vom Parlament gewählt und man muss sich ihm regelmäßig verantworten. Ja, das ist hundertprozentig richtig. Wie sind Polen im Bett? Auch wieder so eine spezielle Frage. Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage, da die Polen genauso unterschiedlich sind wie alle anderen Menschen auch. Es gibt also kein einziges polnisches Bett, das für alle Polen geht. Jeder polnische Mann und jede polnische Frau hat seine oder ihre eigenen Vorlieben, Abneigungen und Eigenschaften, die das sexuelle Erlebnis beeinflussen. Ja, die Aussage würde ich jetzt auch mal so bestätigen. Ich finde diese Frage, um das Land Polen etwas näher zu bringen, etwas fragwürdig. Aber okay, gehen wir einfach mal weiter. Wie hoch ist Durchschnittsrente in Polen? Wahrscheinlich die Durchschnittsrente in Polen. Die Durchschnittsrente in Polen beträgt 1478 Zloty brutto pro Monat, Stand Dezember 2019. Also wenn hier schon der Beitrag aus dem Jahr 23 ist, wäre es nicht verkehrt gewesen, vielleicht Informationen auch aus dem Jahr 23 zu geben und nicht Informationen, die 4 Jahre alt sind. Vor 4 Jahren, ja, könnte wirklich die Rente 1500 oder keine ganzen 1500 Zloty brutto sein. Mittlerweile beträgt die Rente brutto um die 3.500 Zloty, was netto ist. Ich glaube, Rentner zahlen hier um die 17% Steuern auf die Rente. Das heißt, die haben ungefähr 2.900 Zloty netto, was ungefähr 630, 650 Euro sind. Kann man damit leben? Ja, mit 2.900 Zloty netto könnte man leben. Als Rentner vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man nachher auch noch Medikamente und alles bezahlen muss. Man muss sagen, in Polen kosten Medikamente. Das ist nicht wie in Deutschland, man zahlt dann 5 Euro Beitrag und man hat dann fast alles kostenlos. Hier muss man, wenn man privat zum Arzt gehen möchte, muss man den Arzt bezahlen. Und Medikamente kosten hier dann auch in der Regel. Ein Video zum Gesundheitssystem habe ich auch schon mal gemacht. Packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Wo kann man mit 800 Euro gut leben? 800 Euro sind nicht viel Geld, aber man kann damit ein bescheidenes Leben führen. Man kann ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mieten, ein paar billige Kleidungsstücke kaufen und sich günstig ernähren. Also ich würde hier das Wort billig auch hier mit günstig ersetzen, nicht billig. Ich mache einen Unterschied oder ich sehe einen Unterschied zwischen billig und günstig. Aber mit 800 Euro, wie viel sind das ungefähr? Wir können das hier vielleicht mal ausrechnen. Ja, das sind ungefähr 3.680 Zloty brutto. Ja, damit kann man leben. Da kann man sich wahrscheinlich hier in Łódź
eine kleine Einzimmerwohnung mieten. Und ja, dann kommt man mit plus minus null auf jeden Fall raus. Bin ich als Rentner in Polen krankenversichert? Ja, als Rentner in Polen sind Sie krankenversichert. Die Krankenversicherung in Polen wird von der National Health Fund, okay, das ist jetzt hier übersetzt, NHF bereitgestellt. In Polen ist das die NFZ. Die NHF ist eine staatliche Einrichtung, die vom Ministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit kontrolliert wird. Ich bin der Meinung, die NFZ ist einfach nur ist die staatliche Krankenversicherung. Hier in Polen gibt es nur eine staatliche Krankenversicherung. Wie gesagt, das Video packe ich euch in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Diese Beiträge werden vom Arbeitgeber einbehalten und an die NFH weitergeleitet. Rentner in Polen sind ebenfalls krankenversichert und erhalten die gleiche Leistung wie Arbeitnehmer. Okay, ja, das kann sein. Allerdings zahlen sie keine Beiträge an die NHF, sondern erhalten ihre Krankenversicherungsleistung aus dem allgemeinen Staatshaushalt. Keine Ahnung, wie das jetzt bei Rentnern abgerechnet wird, kann ich nicht sagen. Also jetzt bei polnischen Rentnern, aber naja. Wird deutsche Rente in Polen versteuert? Deutsche Rente wird in Polen nicht versteuert. Das ist richtig, die wird nicht versteuert. Also die ganz normale staatliche Rente nicht. Wenn man da irgendwie eine Sonderzusatzrente hat, dann muss man sich da nochmal mit einem Steuerberater unterhalten. Da kann es natürlich sein, dass man die teilweise versteuern muss. Bin ich als Rentner in Polen krankenversichert? Die Frage war doch schon hier oben, oder nicht? Genau, also das war hier der ganze Beitrag zu diesem ganzen Thema. Wie gesagt, seid bitte nicht so hart mit den Kommentaren. Eure Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was ihr von diesem Beitrag hält. Vielleicht auch ein Hinweis an die Saskia, die den Beitrag geschrieben hat. Wenn du irgendetwas über Polen wissen möchtest, kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen. Wenn du irgendetwas schreibst oder hier korrigieren möchtest, ich kann dir da gerne versuchen zu helfen, vielleicht im Bericht klarzustellen, dass dann auch in Zukunft Leute in diesen Bereichen dann auch besser informiert werden. Eure Meinung oder deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Würdest du diese Aussagen hier bestätigen, die hier erwähnt werden, oder würdest du diese Aussagen auch revidieren? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Ja, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.